Irgendwas fehlt doch noch, oder? Also in der Punktur fühlt sich das Ganze jetzt schon ein bisschen adäquater an. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass irgendwas noch fehlt. Ja, ich glaube, jetzt passt's. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum eine bestimmte Person so berühmt ist? Also gar nicht negativ assoziiert, sondern wirklich aus Neugierde? So geht's mir im Prinzip ständig mit Dan und Phil. Ich will in diesem Video gar keine Timeline machen, denn dafür gibt es schon ganz tolle andere Beispiele, die ich euch unten verlinke. In diesem Video soll es primär um die Kernmomente ihrer Entwicklung gehen und vor allem um die Fragen, die ich mir schon seit Ewigkeiten stelle. Warum sind die beiden eigentlich so erfolgreich? Und warum sind die Fans immer noch so dedicated, obwohl die Hype-Phase schon längst vorbei ist? Ich bin Lotta, ich führe wahnsinnig gern Selbstgespräche und warum sollte ich das nicht vor einer Kamera tun? Herzlich willkommen in meinem Fiebertraum. Die Protagonisten sind Daniel James Howell, auch bekannt als Dan is Not on Fire, geboren am 11. Juni 1991, und Philip Michael Lester, bekannt als Amazing Phil, geboren am 30. Januar 1987, zwei der wahrscheinlich einflussreichsten Webvideoproduzenten Großbritanniens der 2010er. 2009 lernen sich die beiden kennen und filmen direkt bei ihrem ersten Treffen den Klassiker Phil is Not on Fire. Why do you always make cat whiskers on your face? What was your first word? Light. Okay. Light! This was the most fun I've ever had. No! Und nachdem Dan 2010 ständig seine Wäsche in Phils Wohnung wäscht, beschließen die beiden 2011, dass Dan das jetzt nicht mehr in Phils Wohnung machen soll, sondern in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung. 2019 machen beide ihr Coming-out öffentlich und wohnen immer noch zusammen, mittlerweile aber in ihrem gemeinsamen Haus. Die beiden werden im generellen Konsens zu den OG-YouTubern gezählt. Und an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig anzumerken, dass es ja definitiv britische YouTuberInnen gibt, die deutlich mehr AbonnentInnen haben oder auch eine größere Reichweite, aber insgesamt gar nicht mal so viele YouTuberInnen, die in der Früh- und Hochphase von YouTube so eine große Reichweite und auch einen so großen Einfluss hatten. Und genau darum geht es ja heute. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil ihres Erfolgs liegt einfach in der Zeit, in der die beiden ihre Kanäle erstellt haben. Die Plattform YouTube geht 2005 online, 2006 erstellt Phil seinen Kanal und 2009 zieht Dan nach. Die beiden kommen also aus einer Zeit, in der es noch nicht so viele YouTuberInnen gab, und ich glaube, damals wurde einfach alles konsumiert, was die Plattform irgendwie zu bieten hatte, weil es auch noch nicht so viel Auswahl gab und alles relativ überschaubar war. Niemand wusste so recht, wie man mit dem Internet umzugehen hatte, und dadurch, dass auch nichts monetarisierbar war, entstand irgendwie alles auf so random XD-Basis oder halt mit tatsächlichen künstlerischen oder unterhaltenden Intentionen. Alles war, glaube ich, viel familiärer und es gab im Prinzip fast gar keine Distanz zwischen Erstellenden und Zuschauenden, und das böse Wort mit P, zu dem wir später dann noch kommen, sagte irgendwie noch niemandem was. Ganz im Gegenteil, ich glaube, damals wurde online noch viel, viel vertrauter mit Fremden umgegangen. Und ich glaube, dass wir nur gelernt haben, besser damit umzugehen, weil es die Generation vor uns eben nicht wusste. Without the internet, we never would have met. We'd never be here on a stage doing things we might regret. Gerade in ihrer Früh- und Hochphase fallen die beiden mit etwas auf, was aus heutiger Sicht häufig als verpönt und auch abwertend gesehen wird. Die beiden sind relatable, aber irgendwie auf eine ziemlich gute und authentische Art und Weise. Die beiden sind ziemlich introvertiert, ziemlich nerdy und irgendwie auch ein bisschen socially awkward, und irgendwie verkörpern die beiden damit etwas, was man gerade so bei der ersten Hochphase von YouTube als Plattform gar nicht mehr so häufig sieht. Schon relativ früh in ihren Karrieren werden die beiden als Vorbilder angesehen und machen dabei etwas, was bei Personen des öffentlichen Lebens gar nicht so selbstverständlich ist.
Sie nehmen sich dieser Rolle als Vorbild an und erkennen die Verantwortung, die sie damit auch haben, an. Mit ihren Videos und ihrer Art erreichen die beiden eine Zielgruppe, mit der sie später im Verlauf ihrer Karriere noch ein ziemlich gespaltenes Verhältnis haben werden. Teenager. Because life is so much better when you spend it all online. A place where you can be yourself no matter if you're geeky. Find friends that share your hobbies, even if they're freaky. Viele finden online im Fandom nun endlich die Zugehörigkeit, die ihnen im echten Leben oftmals fehlt. Ihr könnt euch bestimmt alle so grob was unter Jugendkulturen der 2010er vorstellen. Und die Fans von Dan und Phil waren dabei typischerweise eher nicht so die Cool Kids, sondern eher so die Nerds und Außenseiter. Was das Ganze aber so besonders macht, Dan und Phil waren selbst Teil dieser Gruppe und das zieht sich sehr markant durch ihre Videos, denn die beiden sind genauso nerdy und awkward und dauerhaft online wie ihre Fans. Dan has already assumed the browsing position. I have. I'm on Tumblr and here I will remain for the next 13 hours. Und während sich in Dans Videos zu der Zeit vor allem viel um seltsame Verhaltensweisen, peinliche Geschichten oder vor Selbstironie und manchmal leider auch Selbsthass triefende Anekdoten dreht, zeigt Phil in seinen Videos aber vor allem so leichten und witzigen und so ein bisschen quirky Content. Beide geben dabei wie so ein Rundum-Paket an Unterhaltung. Dan ist dafür zuständig, dass man sich nach unangenehmen Situationen nicht so alleine fühlt und erzählt Geschichten aus seinem Alltag, über die man gemeinsam lachen kann, aber aus denen man auch einfach was lernen kann. Und Phil ist dabei einfach so der positive und kreative Counterpart, der einfach so nerdy und witzig und seltsam ist und den man eigentlich nur gern haben kann. What could we do that will leave behind some kind of feeling of yes, that was Dan and Phil? Are we good at entertaining people live? Für die damalige Zeit sind Dan und Phil in meinen Augen häufig dem Internet und YouTube irgendwie schon ein bisschen voraus. Ihre Videos sind zwar irgendwie zeitgemäß, aber auch im Vergleich zu ihren KollegInnen auf YouTube häufig was komplett Neues. Sie sind 2015 so ziemlich die ersten YouTuber, die auf Tour gehen, aber nicht im Sinne von Logan Paul, ich stelle mich auf eine Bühne und lasse mich bejubeln, sondern wirklich ein interaktives Live-Programm, was das Beste aus Bühne und Internet zusammenbringt. The Amazing Tour is Not on Fire setzt Maßstäbe in einer Kategorie, von der man vorher gar nicht wusste, dass sie existiert. Genauso wie das dazugehörige Buch The Amazing Book is Not on Fire, was im Gegensatz zu vielen KollegInnen der damaligen Zeit wirklich wie ein Herzensprojekt dasteht und nicht nur wie ein weiteres Cash-Grab-Buch. Gerade zu einer Zeit, in der auf YouTube sehr viel Wert darauf gelegt wird, irgendwie immer up-to-date mit den aktuellsten Trends und den Challenges zu sein, haben sich die beiden da irgendwie rausgehalten und auf eine gute Art und Weise kontinuierlichen und auch wirklich im positiven Sinne erwartbaren Content geliefert. Als erste Online-Persönlichkeiten bekamen die beiden außerdem regelmäßige Auftritte bei BBC Radio 1 bis hin zu irgendwann ihrer eigenen wöchentlichen Radioshow. Yeah, there are a few tweets saying, "Who are you?" I can imagine. In that voice. So then, Amazing Phil, who are you and why are you so amazing? Und generell waren die beiden auf einmal so präsent außerhalb von YouTube, dass man sich vor Content irgendwie gar nicht retten konnte. Die Fans haben so viel mitbekommen, was insgesamt abging und waren so invested. Und das ist eigentlich ein guter Stichpunkt. I am happy to confirm that I am in a relationship, and today I am going to reveal that that relationship is with you. And we're about to have some counseling. Es wird Zeit, dass wir uns dem Elephant in the Room widmen. Parasoziale Beziehung. Eine parasoziale Beziehung beschreibt eine einseitige emotionale Beziehung, die Zuschauende zu Medienpersönlichkeiten oder fiktiven Charakteren aufbauen, die aber nicht auf einer wechselseitigen Interaktion berufen. Dan hat mal in einem Video erzählt, dass es sich an einem gewissen Punkt seiner Laufbahn so angefühlt hat, als hätte sich die Interaktion mit seinen Zuschauenden verändert. Was angefangen hat als eine direkte Interaktion von ihm mit ihnen, hat sich irgendwann eher so angefühlt, als würden seine Zuschauenden und seine Fans auch dann
über ihn reden, wenn er gar nicht dabei ist. Mit dem Aufstieg von Social Media in den 2010ern entsteht hier eine komplett neue Form von Parasozialität. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel zum Erfolg von Dan und Phil beigetragen hat, aber auch zu einer Art von Aufmerksamkeit und öffentlichem Interesse, was jegliche Grenzen überschreitet. Online entsteht ab circa 2015 auf einmal ein so großes Interesse an ihrem Privatleben. Die Videos werden bis aufs kleinste Detail analysiert und vermeintliche Hinweise und Spekulationen über ihre Sexualitäten verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Als die beiden noch in Manchester wohnen, wird anhand von selbst veröffentlichten Aufnahmen der Wohnort der beiden herausgefunden. Let's talk about how in this video, unlike any other ones that we did, we fully showed pinpoint location where we used to live. What were we doing? And do you know what happened? From this video, you can work out the exact apartment Phil was filmed And now. people started sitting outside it straight away. Like, they watched this video, they were like, hi, Dan and Phil. Boundaries didn't exist back then. No. We just had dedicated fans with Google Maps. Oh, God. Okay. So Phil, what are our goals for the... Why did we walk out the front door, film it, and put it on YouTube? Okay. Now, you see these beautiful fountains that you... Ah, these beautiful fountains. Yes. Where the fans were. They were when just came to waiting. find us. They were waiting there. Aber auch als die beiden dann nach London ziehen, finden Fans anhand von Fensterausschnitten in ihren Videos den Wohnort der beiden heraus. The last apartment did have a, let's say, enthusiastic follower problem. A couple of people started ringing the doorbell or waiting outside. So for this one, we thought it'd be more private to just not reveal that much about it. Die Beziehung zu ihren Fans entwickelt regelrecht ein Eigenleben und steht heute in der Retrospektive vor allem da als eines der wahrscheinlich übergriffigsten Fandoms der Zeit. In einem Fall können parasoziale Beziehungen in meinen Augen aber auch Leben retten. Mentale Gesundheit. Schon aus den alten Videos kann man herauslesen, dass es Dan häufig furchtbar ging und auch Phil hat offen über psychische, vor allem psychosomatische Probleme gesprochen. Viele Fans haben erst durch die Repräsentation der beiden, aber insbesondere die von Dan, realisiert, dass so wie sie sich fühlen, kein gesunder Zustand ist. Gerade das Video Daniel in Depression sticht dabei hervor, weil ich persönlich das vorher noch nie erlebt habe, dass jemand so greifbar und nachvollziehbar über Depression und depressive Symptome gesprochen hat. Depression is like I've fallen into a hole. That normal life and everybody else is out of reach and I'm stuck on the floor in the dark. I don't feel sad, I don't want to cry. It's that I don't feel anything at all, as if life has desaturated. When I'm depressed, I have no energy. I have no will to do anything other than lie lifelessly in bed for hours or sometimes on the floor, which is so much less comfortable and ergonomic. 2021 veröffentlicht Dan sein erstes Solobuch You Will Get Through This Night. Und ich glaube, für viele Leute steht das bis heute als einer der besten Mental Health Guides da. Die Ehrlichkeit trägt dabei einfach noch mehr zu der schon hohen Authentizität der beiden bei. Und ich glaube, sehr viele Fans haben den beiden tatsächlich zu verdanken, dass sie schwierige Zeiten überstanden haben und es ihnen heute gut oder immerhin besser geht. Was dabei vor allem wichtig ist, ist, dass die beiden über ihre mentale Gesundheit in einer Zeit gesprochen haben, in der so wenig über psychische Erkrankungen gesprochen wurde und in der das langsam erst losging, dass überhaupt online darüber gesprochen wurde und vor allem auch, dass Männer darüber gesprochen haben. Eben auch gerade zu der Zeit, als die beiden aufgehört haben, auf ihrem Gaming-Kanal zu posten und Dan sich komplett aus dem Internet zurückgezogen hat, hat Phil so durchgezogen und Videos geliefert und weitergemacht, als gäbe es keinen Morgen. Und ich glaube, dadurch hat sich noch mehr diese Zeit, egal wie schlecht es dabei manchen der Fans ging, trotzdem irgendwie immer angefühlt wie eine Art Zugehörigkeitsort und ein Platz des Abschaltens, was sich fast schon so angefühlt hat wie so ein Abschalten und Ankommen im Freundeskreis. Aber apropos Freund, sind die beiden jetzt eigentlich zusammen? People want more. What could they possibly want? Do you know what people want? What? I'll tell you what they want. They want the truth. For once, Phil,
They just want the goddamn truth. Oh no. Are we gay? Did we fuck? What the fuck is the situation now? Do we really live together? Where is Phil's secret wife? Just stop the lies! Irgendwie kommt man im Kontext von Dan und Phil nicht am Thema Shipping vorbei. Insbesondere jetzt, nachdem die beiden im Finale gegen Jesus und Judas das beste Real-Person-Fiction-Ship gewonnen haben. Wenn das nicht alles sagt, dann weiß ich es auch nicht. Bis zu ihren Coming-Outs 2019 wird so übergriffig über ihre Sexualitäten diskutiert. Und gerade auf Tumblr entsteht dabei diese Art von Denkweise, Teil eines Inner Circles zu sein, der definitiv über die Beziehung und die Sexualitäten der beiden Bescheid weiß. All die Beweise dafür werden natürlich massenhaft gegatekeept, aber trotzdem in Posts immer wieder erwähnt, damit man auch sicher geht, dass die anderen wissen, dass man selbst Teil der Wahrheitskennenden ist. Also irgendwie auch schon so ein bisschen sektenmäßig. Während der Zeit ihres Aufstiegs und auch während der gesamten Hochphase explodieren Fan-Edits, Fan-Proof-Videos und ganze Songs und man versucht so vehement, die beiden zu outen. Und ich bin mir sicher, dass ein Teil des Fandoms einfach nur wollte, dass es den beiden gut geht und dass sie die Infos über ihr Privatleben und ihre Sexualitäten teilen, wann und wie sie wollen. Aber es gab eben auch diesen nicht unbeachtlichen Teil der Fans, die es wirklich übertrieben haben und die, ich glaube es auch irgendwie darauf angelegt haben, Dan und Phil immer größer zu machen, Plattformen mit ihren Inhalten und Insiderwitzen und allem zu fluten und damit auch fast wie so ein Unterdrucksetzen stattgefunden hat, dass man dann sagen konnte, ja hey, guckt mal, wir haben euch ja jetzt groß gemacht, jetzt könnt ihr uns doch aber auch mal als Gegenleistung diese Infos über euer Privatleben und eure Sexualitäten geben. Viele der Fans haben auch zu der Zeit nicht unbedingt selbst nachgeforscht oder selbst unbedingt Inhalte erstellt, aber ich glaube, der Großteil war doch viel zu invested in all das, was eben andere gepostet haben und haben trotzdem dazu beigetragen, dass all das und diese Gerüchte und all die Sachen, die viel zu viele Grenzen überschritten haben, weiter verbreitet wurden. Like, what would happen if we did go like further apart than I think the universe would rip in half. Let's not try that, Phil. Let's not try that, but thanks very much! Wenn wir jetzt aber mal kurz vom exzessiven Shipping weggehen und wirklich mal auf die tatsächliche Beziehung der beiden miteinander schauen, dann sieht man in der Basis vor allem zwei beste Freunde, die nicht ohne Grund die letzten 15 Jahre miteinander verbracht haben. Und ich glaube, besser als Dan in seinem Coming-out-Video kann ich es nicht formulieren. This is when, through the magic of the internet, I met Phil. And obviously we were more than friends, but it was more than just romantic. This is someone that genuinely liked me. I trusted them, and for the first time since I was a tiny child, I actually felt safe. And the relationship we formed at that point was something that I needed in my life. We are real best friends, companions through life, like actual soulmates. Not that souls are a real thing that exists. It's so lucky to just find someone you can be that compatible with, and especially to anyone that has experienced the kind of self-hatred that I've dealt with, one person accepting you can make all the difference. Ich glaube, so viele Fans sind bis heute geblieben oder auch nach so vielen Jahren jetzt wieder zurückgekommen, weil die Dynamik der beiden miteinander so einzigartig ist und über all die Jahre geblieben ist, aber sich auch weiterentwickelt hat, genauso wie sich die beiden weiterentwickelt haben. Und über die Jahre durch die Coming-Outs, Therapie, das Älterwerden, aber auch das Älterwerden der Fans, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass mittlerweile man wirklich den Eindruck hat, dass die beiden vor der Kamera 100% genauso sind, wie wenn die Kamera aus ist. Und ich möchte in diesem Kapitel auch nicht darüber spekulieren, ob die beiden zusammen sind, ob sie verheiratet sind, ob sie ihre Flitterwochen in Japan verbracht haben, bli, bla und blub. Der Gossip ist interessant, aber ich glaube, was vor allem dabei so schön ist, ist die Interaktion der beiden miteinander zu sehen. Und egal welches Label die beiden sich dabei selbst auferlegen, zu sehen,
wie gern sich die beiden haben. Denn wer vorher nicht an so Sachen wie Schicksal oder Seelenverwandte geglaubt hat, wird definitiv durch Dan und Phil ins Grübeln kommen. Bevor ich die Notizen für dieses Video angefangen habe, habe ich mich im Ursprung eigentlich gefragt, ob die beiden ohne das Shipping und diese exzessive Eigendynamik des Fandoms so berühmt geworden wären, wie sie es jetzt sind. Und ich glaube, ja, das wären sie. Das Shipping hat zwar extrem viel Aufmerksamkeit über all die Jahre auf die beiden gelenkt. Und ich möchte auch mit den anderen Argumenten in diesem Video nicht den Einfluss des Shippings auf all das kleinreden. Aber ich glaube, dass der Großteil der Fans nicht deswegen geblieben ist. Manche sind vielleicht aufgrund des Shippings Teil des Fandoms geworden oder haben sich auch sehr aktiv daran beteiligt. Aber seien wir mal ehrlich, Real-Person-Ships gibt's wie Sand am Meer. Was die Leute in meinen Augen über all die Jahre bei Dan und Phil gehalten hat, ist eine Mischung aus Authentizität und ehrlicher Relatability, gemischt mit kontinuierlicher Interaktion der beiden mit den Fans, die sich aber auch über die Jahre einfach weiterentwickelt hat und Grenzen aufgezeigt wurden, die beiden Seiten sehr gut getan haben. Und im Endeffekt sind die beiden einfach verdammt gute Entertainer mit unterhaltsamen Videos, ansteckendem Humor und in ihrer Branche unvergleichlich kreativen Live-Shows. If there's one There's available. nothing gay about being comfortable, people. No. We were just two bros sleeping in a tour bus 2 inches apart because we were straight until 2019. Yes. Mir persönlich fällt es sehr schwer, wirklich konkrete Punkte festzuhalten, warum ich die beiden eigentlich jetzt schon so viele Jahre schaue und so gern habe. Und mich würde wirklich mal interessieren, in den Kommentaren zu lesen, ob euch dazu was einfällt, ob ihr das wirklich an gewissen Punkten festmachen könnt. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und einen noch viel größeren Dank an die, die bis hierhin dran geblieben sind und absolut keine Ahnung hatten, wer diese zwei Briten Mitte 30 sind. Actually, auf süßer Basis. Schaffen wir es heute mal, diese Aufnahme noch durchzuführen? Irgendwie tut die Cap doch nichts so für mich, oder? Ist meine Haare so platt? Digga, kann ich nicht einmal irgendwas filmen? Keine Ahnung, ob dieser Satz gestimmt hat, aber ist mir jetzt auch scheißegal. Zum 10. Mal sage ich den jetzt noch nicht. Ich kann wirklich kein Deutsch mehr. A place where you can be yourself no matter if you're geeky. You find friends that share your hobbies, even if they're freaky. Dan, bleib wo du bist. Nein, ich habe mein Nase. Scheiße. Sieht es noch gut aus? Sieht wie Kacke aus. Nein. Ich muss meine Nase nachmalen. Kacke.